Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal mit einem kleinen, entspannten Fotospaziergang auf dem Zisterzienser-Klostergelände in Bad Doberan, und zwar am Doberaner Münster. Nach meinem letzten Fotowalk mit dem Peter in der sächsischen Schweiz, der ja doch ein bisschen anstrengender war, habe ich mir gedacht, heute schönes herbstliches Wetter, Sonne scheint, wo kann man hinfahren? Da habe ich mir meine Frau geschnappt und dann sind wir mal nach Bad Doberan gefahren, im Landkreis Rostock und hier zum Doberaner Münster. Doberaner Münster ist ein Teil eines Zisterzienserklosters, das im 11. Jahrhundert gebaut, eröffnet, was auch immer wurde und bis heute eigentlich noch ziemlich gut erhalten ist. Der Münster an sich ist natürlich ein Bauwerk, sollte man kennen. Wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall auch mal rein. Aber auch der Park drumherum lädt natürlich zu einem klasse, nicht nur Spaziergang ein, sondern jetzt auch wie im Herbst zum Fotografieren. Ne? Das Laub hat tolle Farben, die Bäume haben tolle Farben und da kannst du auf jeden Fall geniale Fotos hier machen. Was mir hier rund um den Münster im Park besonders gut gefällt, sind diese kleinen weißen Brücken, die ihr hier habt. Natürlich, ich als Hochzeitsfotograf finde das natürlich eine mega Location, weil hier kannst du mit den Brautpaaren hergehen. Aber du kannst natürlich hier auch so tolle Fotos machen von den Brücken und vielleicht machst du ein Porträtshooting, dann eignen die sich auch super. Durch den ganzen Park ziehen sich hier so kleine Teiche und die sind verbunden über kleine Kanäle. Und über diese kleinen Kanäle führen hier diese weißen Holzbrücken. Die eine oder andere Brücke könnt ihr jetzt langsam mal einen neuen Anstrich vertragen, aber grundlegend könnt ihr definitiv jetzt gerade auch im Herbst durch die Herbstfarben geniale Fotos mit diesen weißen Brücken hier machen. Das Möckelhaus gehört für mich eigentlich zu den schönsten Gebäuden hier auf dem Gelände des Doberaner Münster. Das Möckelhaus ist derzeit das Stadtmuseum und ihr könnt auch da drinnen euch trauen lassen. Meine Frau und ich, wir haben eine persönliche Bindung zu diesem Haus, denn wir selbst haben uns auch dort vor knapp einem Jahr trauen lassen. Das Möckelhaus gibt es natürlich noch nicht so lange. Das Möckelhaus besteht seit den 1880ern. Warum heißt es Möckelhaus? In den 1880ern war eine Sanierung des Doberaner Münsters notwendig und da hat man sich einen Baumeister geholt und der hieß Möckel. Weil jetzt die Sanierungsarbeiten so umfangreich waren, musste er ständig vor Ort sein. Und dann hat er sich fix gedacht, hey, da baust du dir eine schöne Stadtvilla hier in Doberan. Und das hat er dann auch getan. Das Haus heißt deshalb heute auch noch Möckelhaus. Es war lange in Familienbesitz und wurde dann letztlich der Stadt Doberan übertragen und ist jetzt im Besitz der Stadt, deshalb auch das offizielle Stadtmuseum. Wenn ihr vielleicht vorhabt, Landkreis Rostock zu heiraten, kann ich euch sagen, auch als Hochzeitsfotograf, dann ist der Trauraum im Möckelhaus einer der schönsten. Ihr habt ein riesengroßes Buntglasfenster, was mir persönlich wirklich mega gefällt und was auch für mich ausschlaggebend dafür war, mit meiner Frau dort selbst uns das Ja-Wort zu geben. Also Möckelhaus, wenn ihr da seid, schaut euch mal das Museum an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann luschert auch mal in den Trauraum rein. Schaut euch mal das Buntglasfenster an, denn das lohnt sich definitiv, die Architektur des Hauses zu fotografieren, sich das Museum anzugucken
und auch ringsrum mal diesen kleinen, ja, netten Garten, den es da auch gibt, mal sich anzuschauen und auch das ein oder andere Foto dazu machen. Wenn euch nach einem Spaziergang nach einer kleinen Stärkung ist, ein Kaffee, ein Latte Macchiato oder einen leckeren Kuchen, kann ich euch nur empfehlen. Seht ihr hier oben gegenüber, ich drehe mich mal, seht ihr es, hier ist das Möckelhaus und genau gegenüber ist das alte Torhaus. Geht ihr hier durch den kleinen Eingang rein und dann findet ihr da ein nettes kleines Café mit einem Hofladen. Hofladen möchte ich es mal bezeichnen. Gibt alles da drin, was man irgendwie ja auch nicht braucht oder kleines Andenken für die Lieben zu Hause. Auf jeden Fall lecker Kaffee, lecker Latte Macchiato und der Kuchen, der ist auch echt genial, kann ich euch nur empfehlen. Was ihr euch definitiv auch anschauen solltet, ist das alte Kornhaus. Das ist in einem sehr guten Zustand und gegenüber davon liegt noch das Wirtschaftsgebäude, Verwaltungsgebäude. Das allerdings ist nur noch eine Ruine. Aber super gotischer Baustil und sehr, sehr interessante Location auch zum Fotografieren. Also für Brautpaar-Shootings bietet sich das an. Bin ich auch gern mit meinen Brautpaaren hier und ihr solltet auf jeden Fall da mal hingehen und auch noch das ein oder andere Foto machen. Weil auch wenn es eine Ruine ist, aber zum Fotografieren bietet es sich definitiv an. Wenn ihr natürlich hier seid, dann geht auch in den Münster, wenn eure Zeit es erlaubt. Denn das ganze schönes gotisches Bauwerk, sehr, sehr schöne große Buntglasfenster. Ich hatte ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, über Fotografieren in der Kirche. Das war hier im Doberaner Münster. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzugehen. Wirklich sehr, sehr schön architektonisch, das Ganze auch zu fotografieren innerhalb des Münsters. Solltet ihr also mal bei uns zu Besuch im schönen Mecklenburg sein, im Landkreis Rostock, dann fahrt gerne mal auch nach Doberan hier zum Doberaner Münster und schaut euch die ganze Anlage mal an. Lohnt sich auf jeden Fall, ist ein netter Nachmittagsspaziergang, netter Nachmittagsausflug. Könnt auch mit der Familie herkommen, nehmt einen Hund mit, den kann man hier nämlich mit in den Park mitnehmen und dann schaut euch das Ganze mal an und macht ein paar tolle Fotos. Vielleicht wart ihr ja selber schon mal hier im oder beim Doberaner Münster, dann lasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar da. Wart ihr Frühling, Sommer, Herbst oder vielleicht wart ihr auch im Winter hier und vor allem habt ihr hier Urlaub gemacht? Wart ihr nur mal auf einem Kurztrip hier und habt ihr auch schöne Fotos gemacht? Ansonsten wenn euch dieser klitzekleine Fotoausflug hier mal am Wochenende zum Doberaner Münster gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.